Nun möchte ich über den Sinn des Lebens sprechen, weil das gehört auch zum Thema der Glaube an Allah. Wenn wir zum Beispiel jemanden auf der Straße fragen würden, was machen Sie hier auf dieser Straße? Oder was ist der Sinn Ihrer Existenz oder Anwesenheit hier jetzt auf dieser Straße? Dann soll diese Person eine Antwort haben. Zum Beispiel soll sie sagen, ich bin hier, um was einzukaufen oder Freunde und Familie zu besuchen oder was auch immer. Aber wenn diese Person sagt, ich weiß nicht, was ich hier mache, warum ich hier bin, dann ist diese Person wahrscheinlich verloren und dann braucht sie auch Führung. Und wenn wir uns fragen würden, was machen wir hier auf dieser Erde? Was ist der Sinn unseres Lebens? Was ist der Sinn unserer Existenz hier auf Planet Erde? Dann sollen wir auch diese Frage beantworten können. Ist es zu essen, zu trinken, zu arbeiten, unsere Zeit zu genießen, Kinder zu heiraten, Kinder zu bekommen und dann am Ende zu sterben? Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist eine sehr fundamentale Frage, eine sehr wichtige Frage. Aber immer noch können sie viele Menschen nicht beantworten. Und Allah hat uns die Antwort auf diese Frage im Koran gegeben. Aber bevor ich das zeige, möchte ich erst diesen Gedanken vereinfachen. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, wenn ich Ihnen was schenken würde oder Sie zum Mittagessen einladen würde, dann würden Sie sich natürlich bei mir bedanken. Oder? Also ich meine, natürlich würden Sie sich bedanken. Und wie ist es dann mit den Gaben und Geschenken des allmächtigen Gottes? Also wir glauben, dass alles, was wir haben, seine Gaben sind und seine Geschenke. Das ist jetzt unsere Augen, unsere Ohren, unsere Nieren, alles, das Herz, das Gehirn, das Geld, die Kinder, alles sind seine Gaben. Wie können wir uns beim allmächtigen Gott bedanken? Für die Augen, also für die Nieren, die Hunderte von chemischen Operationen gleichzeitig durchführen, um den Körper gesund zu behalten, damit der Körper gesund bleibt. Das Herz, das jetzt 70, 80, 90 Jahre schlägt, ununterbrochen schlägt für eine ganze Lebensdauer, wie können wir uns dafür bedanken? Das Gehirn, wie viel Information er aufnimmt und wie schnell er sie wieder aufruft. Das alles, also dafür sollen wir uns bedanken. Also Allah ist der Einzige, bei dem wir uns bedanken sollen, den wir lobpreisen sollen. Er ist der Einzige, der dieser Anbetung würdig ist. Und genau das sagt er uns im Koran. Er sagt, ich habe euch nur für einen einzigen Grund erschaffen und dieser Grund ist, mich anzubeten und mich zu verehren. Also der Sinn unseres Lebens ist, in einem kontinuierlichen Stand der Anbetung zu sein. Aber Moment, das braucht jetzt Erklärung. Das ist nicht einsetzbar. Wie kann ich in einem kontinuierlichen Stand der Anbetung sein, 24 Stunden am Tag, 7 Tage der Woche, wie der Koran sagt. Und das führt uns zu dem Konzept der Anbetung im Islam. Denn der Konzept der Anbetung im Islam ist anders als in irgendeiner anderen Religion. In einer anderen Religion ist die Anbetung das Gebet oder das Fasten. Aber das ist ein ganz kleiner Teil im Islam, das wird genannt Rituale. Das ist ein sehr kleiner Teil. Im Islam die Anbetung im Islam bedeutet, etwas Legales tun, etwas Gutes tun mit einer guten Absicht. Weil einige zum Beispiel das Almosengeld zahlen oder finanzielle Hilfe für die Armen spenden,
mit der Absicht, dass sie angesehen werden oder dass das angesehen wird. Und das ist natürlich keine gute Absicht. Also nicht immer gute Taten werden mit einer guten Absicht gemacht. Wichtig ist, dass man die guten Taten mit der guten Absicht macht. Das heißt, dass das Essen eine Art Anbetung ist, eine Art Anbetung sein kann, wenn es mit einer guten Absicht gemacht wird. Das Schlafen kann eine Art Anbetung sein, wenn es mit einer guten Absicht gemacht wird. Und das ist sehr deutlich im Koran in einer Stelle, wo Allah diejenigen beschreibt, die qualifiziert sind, um ins Paradies zu gehen. Da sagt er, die sind qualifiziert, ins Paradies zu gehen, weil sie eine Art Anbetung gemacht haben, die Nachtgebet heißt. Und als Allah sie beschrieben hat, da hat er gesagt, dass dies Leute waren, die einen kleinen Teil der Nacht geschlafen haben. Aber ich hätte es anders verstanden, also man hätte es anders verstehen können, dass normalerweise betet man, wenn man wach ist und nicht, wenn man schläft. Also ich hätte es zum Beispiel verstanden, wenn er gesagt hätte, dass dies Leute waren, die einen großen Teil der Nacht wach waren und gebetet haben. Aber er hat es nicht so gesagt, sondern anders. Er hat gesagt, dass dies Leute waren, die einen kleinen Teil der Nacht geschlafen haben, weil er damit die zwei Arten der Anbetung erwähnt. Die erste Art, das ist jetzt der Nachtgebet, das Nachtgebet, das von der Bedeutung des Verses, dass man verstehen kann von der Bedeutung des Verses. Und die andere Art der Anbetung ist das Schlafen, weil sie mit einer guten Absicht geschlafen haben, und zwar damit sie am nächsten Tag wieder früh aufstehen, um wieder Nachtgebet machen zu können. Eine sehr erstaunliche Aussage des Propheten zu seinen Gefährten ist, also er hat ihnen gesagt, dass in der Ejakulation des einen von euch, das ist jetzt beim Geschlechtsverkehr zwischen einem Mann und seiner Frau in der Ehe, da werdet ihr belohnt, wie wenn ihr den Armen Geld spendet oder Almosen Geld zahlt. Und die Gefährten waren wirklich enttäuscht, sie waren überrascht. Wie kann man also für das Geschlechtsverkehr mit der Ehepartnerin wird man belohnt? Und da hat ihnen der Prophet gesagt, warum seid ihr so enttäuscht? Glaubt ihr nicht, dass wenn ihr das untreu macht oder eure Frau betrügt oder fremd geht, dass ihr dafür bestraft werdet? Da haben sie gesagt, ja, natürlich. Dann hat er gesagt, also warum glaubt ihr nicht, dass wenn man das treu macht und in der Ehe, dass man dafür belohnt wird? Also selbst die engen und vertraulichen Beziehungen zwischen einem Mann und seiner Frau in der Ehe können eine Art Anbetung sein, weil man dadurch seine sexuellen Bedürfnisse erfüllt und dabei entfernt bleibt von illegalen oder untreuen Affären. Also zusammengefasst, der Sinn des Lebens ist, in einer ständigen Lage der Anbetung zu sein, das heißt, immer die guten Taten mit der guten Absicht zu machen. Und das ist eigentlich eine Herausforderung für den Menschen, weil dadurch versucht er sich immer, für den Muslim natürlich, weil dadurch versucht er sich immer zu verbessern. Und die Fragen über den Sinn des Lebens beantwortet natürlich der Koran. Also die Frage, woher komme ich, wo gehe ich hin, das beantwortet Allah in einem Vers, wo er sagt, wir kommen von Allah und zu ihm kehren wir zurück. Und die Antwort auf die Frage, was ist der Sinn unseres Lebens, beantwortet uns Allah im Koran, wo er sagt, und ich habe die Djinn, das ist eine Art Geisterwesen, und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen.